Hallo ihr Lieben, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Ich will heute eine Torte machen, die heißt, in Russisch heißt sie Medovik oder Medovый Tort. Viele kennen ihn, Deutsch kann man einfach Honigtorte sagen. Ich will ihn heute mal backen und zeigen, wie ich das mache. Viele machen das anders, jeder hat sein eigenes Rezept. Was wir dafür brauchen, also ungefähr 600 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Honig, flüssig oder cremig ist egal, 2 Eier, ein Päckchen Backpulver, 100 Gramm weiche Butter und für die Füllung oder Creme brauchen wir 100 Gramm Zucker, 400 Gramm Schlagsahne, kalte, und genauso 400 Gramm Schmand. Ich habe hier 24%, man kann auch 20 nehmen. Ein Päckchen Sahnesteif und etwas Zitronenaroma, so ein Beutel. Ist aber nicht notwendig, das ist jetzt nach Geschmack. So, zuallererst werden wir erstmal den Teig herstellen. Die Creme brauchen wir erst später. Also zuallererst werde ich jetzt die Eier und den Zucker cremig schlagen. Also solange die Eier jetzt geschlagen werden, tue ich die Butter und den Honig, 2 Esslöffel, einfach in einen Topf erwärmen. Also zuerst die Eier schlagen. Also ich habe jetzt mir so einen Topf genommen und tue jetzt 2 Esslöffel Honig dazu und tue das einfach so richtig erwärmen. Also die Masse ist jetzt richtig cremig geworden, einfach, also ungefähr 2-3 Minuten. Jetzt habe ich hier schon die Butter und den Honig richtig erwärmt, ungefähr so reicht's. Kochen ist nicht notwendig. Jetzt kommt die Masse hier rein. Das Backpulver kommt auch rein und rühren, weil hier es warm ist, dann wird das Backpulver richtig schön reagieren und die Masse soll sich eigentlich verdoppeln. So, ich habe jetzt die Masse soweit ist fertig, so ungefähr muss sie sein. Jetzt tue ich so langsam das Mehl rein. Ich habe jetzt hier ungefähr 600 Gramm. Und mal schauen, ob ich das alles gebrauche. Also ich werde das nicht direkt alles reinhauen, so langsam einmischen. Und daraus einen Teig herstellen. So, mein Teig ist soweit fertig. Ungefähr so muss er sein. Jetzt werde ich ihn so ein bisschen auseinanderrollen auf so ein Würstchen. Also ich habe jetzt nicht alles Mehl gebraucht. So ungefähr 100 Gramm, glaube ich, ein bisschen mehr. Also muss man selber schauen. Also dann habe ich ungefähr 500 Gramm wahrscheinlich gebraucht. Also ich habe jetzt so ein Würstchen gemacht und das werde ich in 6 Teilen teilen. Also 6 Kugeln daraus machen. Ich werde es jetzt so ein bisschen zusammenrollen. Also ich werde jetzt meine Kugel jetzt ausrollen. Ich mache jetzt mir habe jetzt so einen Trick, damit es nicht hin und her schiebt, tue ich mir ein bisschen Wasser und dann rolle sie aus, weil zuerst mache ich so ein bisschen mit den Händen, weil der Teig muss schon dünn sein und man kann ihn nicht mehr so umdrehen. Die meiste Arbeit geht natürlich für den Teig, die Kugel ausbacken. Also ich mache das so, dass ich die Kugel alle erstmal ausrolle, weil die brauchen nur 5-6 Minuten zum Ausbacken, deswegen ist vielleicht ein bisschen zu stressig. Deswegen tue ich sie erstmal alle ausrollen und dann ausbacken. Ich habe jetzt meine ganzen Kugeln jetzt ausgerollt. Jetzt werde ich sie aufbacken. Also die kommen jetzt bei 180 Grad für ungefähr 6 Minuten. Und danach gibt es noch 2 Möglichkeiten, wie man sie zurechtschneidet. Ich nehme hier so einen Deckel von so einem Topf
Und entweder kann man das in rohen Zustand machen, so drauf tun und aufschneiden und das auch lassen hier und auspacken alles, weil die Reste brauchen wir dann für den Dekor. Ich mache das immer so, ich packe erstmal aus und dann schneide mir das zurecht. Also müsst jeder selber wissen, wie das am besten ist. So, der erste ist fertig. Jetzt muss ich das sofort hier ausschneiden, weil nachher werden die hart, also möglichst direkt ausschneiden. So, die Krümel tue ich da rein und dann, nachher werde ich sie mir zurecht hacken und für Deko machen. So. Also ich habe jetzt ungefähr, bei mir in meinem Backofen 6 Minuten hatte ich gebraucht. Also besser ein bisschen brauner als zu hell, sonst wird nachher die Torte, als würde sie nass sein. Also jetzt machen wir die Creme dafür. Ich habe jetzt meine Böden alle ausgebacken, sie können ein bisschen kühlen. Und jetzt machen wir die Creme. Also zuerst Schlagsahne kommt hier rein. Also die Schlagsahne muss schon kalt sein. Ich schlage sie ein bisschen erstmal. So, ich habe jetzt die Schlagsahne so ein bisschen geschlagen. Jetzt tue ich so ganz langsam den Zucker einriesen lassen und den Sahne steif. Und schlagen so lange, bis es ganz steif ist. So, die Sahne ist jetzt ganz steif. Jetzt werde ich den Schmand dazu tun und so ein bisschen auf 2 Stufen oder 3 so ein bisschen langsames umrühren. Und der Zitronenaroma kommt auch dazu. Das ist jetzt aber nicht notwendig. Wer das nicht will, braucht das nicht zu machen. Die Creme ist soweit fertig. So ungefähr muss die sein. Jetzt haben wir diese Reste von den Böden. Die werde ich jetzt erstmal klein hacken. So, ich habe sie jetzt fein gehackt. So ungefähr müssen sie sein. So, ich habe jetzt alles soweit fertig vorbereitet. Jetzt beginnen wir mit dem schönsten Teil. Die Böden mit der Creme zu schmieren und dekorieren. Also ich habe mir jetzt schon was vorbereitet. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Trick. Damit daher nicht so viel Krümel hier liegen, tue ich mir die benutzten jetzt darauf legen unten. Danach kann ich sie einfach rausziehen. Jetzt nehme ich jetzt Löffel für den Creme her. Tue das hier drauf. Die nächste Schicht. Jetzt kommt der letzte drauf. Das reicht so. Alles zu. So, jetzt werde ich einfach die Krümel hier da drauf tun, so ein bisschen dekorieren. Schön. So, ich habe jetzt meine Torte soweit fertig gemacht. So ungefähr ist bei mir was rausgekommen. Ganz wichtig, die Torte muss schon einen Tag ziehen lassen, ja, wenigstens eine Nacht, damit je länger er steht, desto besser schmeckt er. Aber ihr habt Glück, ich wollte ihn ja gern schneiden, zeigen, wie er von innen aussieht. Ich habe schon gestern einen vorgebacken, meine liebe Schwester war zu Besuch und da hat sie mir geholfen und haben wir einen schon gebacken, der ist jetzt schon fertig. Hat sich schon ein bisschen auch in Volumen verdoppelt, weil sich alles schön durchgezogen ist. Ich schneide ihn jetzt einmal auf und zeige, wie er von innen aussieht. Ich will mal probieren ein Stückchen. Schmeckt gut. Ich wünsche einen guten Appetit.